Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Strehlitz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal kurz vor Ostern zurück auf die letzten Wochen. Nur bevor wir loslegen, vergiss bitte nicht den Abo-Button zu drücken und die Glocke, denn jedes Mal, wenn die Show ein Abo mehr bekommt, dann stellt das sicher, dass dem FC Bayern München ein Punkt pro Abo in der Tabelle der Fußball-Bundesliga abgezogen wird. Nur leider reicht das jetzt bei 100 Abos in den letzten 3 Sekunden immer noch nicht aus, sodass der FC Bayern trotzdem mit 23 Punkten Vorsprung deutscher Meister wird. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema, denn ich wurde in den letzten Wochen immer wieder gefragt, was läuft da eigentlich zwischen dir und Attila Hildmann, den man hier sehen kann, wie er dem Verhandlungsführer der Polizei sagt, welche veganen Kochutensilien er im Austausch für seinen Verstand verlangt. Regelmäßige Zuschauer haben sicherlich schon gemerkt, dass ich den ein oder anderen Gag über Attila in den letzten Wochen gemacht habe, die ihn wiederum dazu brachten, meine Shows bei sich auf Telegram zu verbreiten. Erst einmal dachte ich immer, dass Telegram exklusiv nur für Menschen ist, die Haare auf den Händen und einen krummen Buckel haben, um sich mit Gleichgesinnten dort einen runter zu rubbeln. Und zum anderen muss ich hier auch einmal ehrlich sein, Attila Land und ich sind alte Kumpel. Ich hatte Attila vor vielen Jahren bei Pro7 kennengelernt, bei einer dieser verzweifelten Pro7 Samstagabendshows, wo man entweder mit oder gegen den Raab gekämpft hat, wie ansonsten nur Penicillin gegen Geschlechtskrankheiten oder gegen Stefan Raab. Wo man auch hier Attila sehen kann, wie stolz er ist, endlich einmal einen Koffer gewonnen zu haben, der genauso durchsichtig ist wie seine fadenscheinige Motivation als Redelsführer seiner komischen Bewegung. Und damals sind wir einen Pakt eingegangen, nämlich, dass wir uns gegenseitig helfen werden, berühmt zu werden, indem wir eine Feindschaft, einen Beef öffentlich austragen. Und genau das haben wir die letzten Monate auch sehr erfolgreich gemacht. Und um genau das nun zu beweisen, dass Attila und ich Bros sind, sollten wir einmal Attila Insane in the Main Brain anrufen. Deshalb splitten wir mal hier das Bild und rufen Attila den Hungrigen an und warten einfach mal darauf, dass er mal rangeht. Und solange wir warten, kann ich mal die Geschichte genauer erzählen, damals bei Pro7. Wir beide standen gerade am kalten Buffet bei Pro7 und griffen nach dem letzten Würstchen im Schlafrock, als sich unsere beiden Hände berührten. Und wir wussten sofort, Alter, wenn du deine scheiß Wichsgriffe nicht von meinem Würstchen nimmst, mach ich dich Kotelett. Nachdem ich ihn dann im Schwitzkasten hatte und ihn immer wieder mit seiner eigenen Hand Backpfeifen gab, mit den Worten, warum haust du dich selber, Attila? Sagte er etwas, das ich nie vergessen werde. Berlin 20, die alte Postleitzahl von Spandau. Sofort ließ ich ihn los und er erzählte mir unter Tränen, wie er vor Jahren von einem Jungen in Berlin-Spandau auch mal in den Schwitzkasten genommen wurde und mit seiner eigenen Hand immer wieder Backpfeifen kassiert hat. Und ja, der Junge war ich, wie ich zusammen mit Lena Meyer-Landrut, Farin Urlaub und Heiner Lauterbach damals den Hut unsicher machten. Wobei Heiner Lauterbach mussten wir schon damals im Rollstuhl rumschieben, weil er schon da verdammt alt war. So fanden Attila und ich zusammen und es wäre langsam echt gut, wenn er auch mal rangehen würde, um all das hier bestätigen zu können. Dann versuchen wir es einfach mal später nochmal. Es ist ja auch erst kurz nach 18 Uhr, da kann es sein, dass er immer noch im Bett liegt. Jedenfalls waren Attila und ich uns damals sehr schnell klar, dass zum einen Stefan Raab mehr Schneidezähne hat, als es natürlich ist, und dass wir zusammenarbeiten sollten, um uns nach vorn zu bringen. Und so spielten wir Schnick, Schnack, Schnuck, um herauszufinden, wer von uns beiden mit der täglichen Körperpflege aussetzen, sich in den braunen Sumpf begeben und fortan im Untergrund gegen das Establishment kämpfen muss. Und wer sich wiederum weiter waschen und diese Show moderieren darf. Nachdem ich zweimal hintereinander Schere gewählt hatte und er wie ein Bekloppter zweimal Stein, musste ich ihn erneut in den Schwitzkasten nehmen und mit seiner eigenen Hand Backpfeifen geben, sodass wir uns einig wurden, dass er in den Untergrund geht und vor dort ungewaschen kämpft. Gegen wen auch immer. Im Nachhinein hätte ich vielleicht dann doch lieber den Wendler für diesen Plan nehmen sollen, den man hier sehen kann, wie er sich vor Covid-19 schützt oder vor seinem eigenen Geruch. Jedenfalls, yada yada yada, hat mir der gespielte Beef mit Attila hunderte von neuen Abonnenten gebracht und Dutzende Dislikes. Was wiederum nur Likes von Nazis sind,
weil der Daumen runter halt so schon weit rechts außen ist. Und gerne würde ich das jetzt mit Attila selber einmal Augenblick mal. Mein schnurloses Showtelefon klingelt. Dabei hat die Telefonnummer dazu doch nur die Kanzlerin, die Reptilienmenschen und jeder, der auf einem B-Scheibentelefon es schafft, die 2 zu wählen. Hallo? Hallo Attila, schön, dass du dich meldest. Ja, ich hatte versucht, dich über Skype zu erreichen. Ach so, du hast noch im Bett gelegen und die Benjamin Blümchen Bettwäsche war so schön weich, dass du nicht aufstehen wolltest. Wer kennt denn das nicht? Aber Attila, warum nuschelst du eigentlich so? Du hast deine FFP2-Maske an? Dir ist schon klar, dass das Coronavirus sich nicht über das Telefon verbreitet, oder? Außer natürlich, dein Telefon steckte wieder einmal beim Wendler im After zum Aufladen. Haben wir davon zufällig ein Bild? Was? Davon gibt es kein Bild? Da wird wohl die Photoshop-Abteilung nachher beim Ostereiersuchen im Tiergarten nur 3 Minuten Vorsprung bekommen, bis meine Freund und ich dann die Jagd auf die eröffnen. Was, Attila? Nein, du kannst da leider nicht mitmachen. Das ist nur soll ich ehrlich sein zu dir? Das ist nur für Rothschilds, die Kanzlerin und mich. Das ist so ein Elitending. Ich hoffe, du verstehst das. Jedenfalls, ja, so ohne Maske verstehe ich dich schon gleich viel besser. Aber Attila, woher hast du eigentlich diese Nummer jetzt her? Wie jetzt? Du hast nachgezählt, wie viele Tassen du nicht mehr im Schrank hast? Sprich, du hast echt keine Tassen mehr im Schrank und dabei bist du auf die Zahl 2 gekommen? Also einmal die Tasse für deine Gäste, die I Love Raute Tasse und deine Schnabeltasse sind weg. Und dann hast du die 2 auf deinem Handy gewählt und mich deshalb erreicht, was vollkommen richtig ist. Denn wenn man die 1 wählt, kriegt man direkt jemanden von den Rothschilds ans Telefon, mit der 2 ja mich und mit der 3 die Kanzlerin. Ja, das ist total freaky. Wusstest du eigentlich, Attila, dass es auch die militärische Reihenfolge ist, wenn der Russe angreift? Nein, nicht die Russen, sondern Matthias Rust, den man hier sehen kann, wie er gerade versucht, deine Mutter mit den Augen zu verführen. Ach so, das konntest du jetzt gerade gar nicht sehen. Jedenfalls, Attila, könntest du bitte wieder diese Show bei dir auf Telegram, freudscher Versprecher, posten und teilen als Zeichen, dass wir beide uns richtig gut kennen und dass das hier nur ein Fake-Beef ist? Das mit dem Teilen ist doch super einfach. 2-mal die Q-Taste drücken und einmal die Enten-Taste zur Bestätigung auf deinem Kinderhandy. Ja, genau. Du hast mich doch auch so angerufen. 2-mal die Stier-Taste. Sonst noch was? Möchtest du noch jemanden grüßen? Immerhin bist du jetzt im Fernsehen. Ja, super. Na, da freut sich aber Angela Merkel, dass du Küsschen schickst. Ja, mache ich. Ja, ich vergesse auch nicht, ich gehe immer mit FFP2-Maske raus, so wie du. Oh, und ja, ich hab dich lieb. Tja, was bleibt mir nach so einem aufreibenden Telefonat noch übrig zu sagen? Vor allem frohe Ostern und bleib gesund. Jetzt immer noch nicht wegen dem scheiß Virus, sondern weil Gesundheit nie schaden kann. Und ja, schlage jedem, der dir sagt, bleib vor allem negativ, mit einem Parkschild ins Gesicht und frag ihn dann, ob ihm das negativ genug ist. Das war's wieder von der Show für heute und wir sehen uns dann wieder nach Ostern am 12. April. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.